Hallo und herzlich willkommen zu Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger und heute möchte ich euch einen Überblick geben, was Excel so alles kann und euch schon mal so ein bisschen auch zeigen, wo ihr diese Dinge dann findet. Excel ist ja eine Tabellenkalkulation, das heißt, ein Schwerpunkt wird auf der Tabellenkalkulation liegen. Dann kann aber Excel auch mit Datenlisten sehr gut umgehen und diese auswerten. Und wir können Excel auch verwenden, um Diagramme zu erstellen. Darüber hinaus gibt es noch verschiedene übergreifende Funktionen, wo ich euch auch einen kleinen Einblick geben möchte. Wenn wir von Tabellenkalkulation sprechen, dann geht es primär darum, dass wir rechnen, und zwar mit Formeln und Funktionen, aber auch, dass wir schon mit besonderen Möglichkeiten von Excel, zum Beispiel Zielwerte oder Szenarien ausrechnen. Ich zeige euch das mal hier an einem Beispiel. Wer schon ein paar Videos auf dem Kanal geguckt hat zu Excel, kennt vielleicht diese Tabelle teilweise schon. Ich habe hier eine Berechnung, wo es um verschiedene Mitarbeiter geht, die pro Vierteljahr eine bestimmte Einsparung über das betriebliche Vorschlagswesen erzielen. Und diese Werte hier sind manuell eingegeben und daraus werden dann Summen errechnet. Und aus den Summen bzw. aus den Einsparungen wird dann über einen Prozentsatz eine Prämie ausgerechnet, die wiederum aufsummiert wird, und so werden hier verschiedene Berechnungen durchgeführt. Diese Funktionen findet ihr alle im Menü Formeln. Da sind die ganzen Funktionen, da sind aber auch Hilfen, zum Beispiel, wenn man sehen will, wie baut sich hier über die Spur zum Vorgänger, wie baut sich hier diese Berechnung auf, oder aber auch der Namensmanager, mit dem man nicht, wie das hier gemacht ist, über absolute Bezüge mit einem Zellbezug rechnet, sondern so wie es hier gemacht ist, über den Namen einer Zelle, den ich vorher vergeben habe, rechnet und diese dann im Namensmanager auch entsprechend verändern kann. Das wäre so die klassische Berechnung. Darüber hinaus habt ihr die Möglichkeit, zum Beispiel in diesem Fall über das Menü Daten, das Was wäre wenn Analyse aufzurufen und hier die Zielwertsuche zu verwenden. Die funktioniert so, dass ich festlege, in welcher Zelle soll der Zielwert erreicht werden. Das wäre jetzt zum Beispiel hier die Zielzelle. Wie viel Prämien sollen insgesamt ausgezahlt werden? Der Zielwert soll, sagen wir mal, 25.000 Euro sein. Und die veränderbare Zelle wäre dann zum Beispiel diese hier mit den Prozent. Ich bestätige mit OK und es wird errechnet, bei wie viel Prozent Prämie dann eben hier ein Endwert von 25.000 Euro rauskommt. Also das wäre alles klassische Tabellenkalkulation. Darüber hinaus habt ihr auch die Möglichkeit, mit Datenlisten zu arbeiten und diese auszuwerten, und zwar zum einen statisch, da wären so klassische Dinge sortieren und filtern, vielleicht auch Teilergebnisse, aber auch dynamisch mit Pivot-Tabellen, also sogenannten Kreuztabellen. Ich möchte euch das hier mal zeigen. Und zwar habe ich hier eine Datenliste, da sind verschiedene Weine drin mit Name, Land, Anbaugebiet und so Dingen. Und die ist im Moment sortiert nach der Farbe. Ich habe das hier über einen Filter gemacht, das findet ihr im Menü Daten unter Filter. Dann werden so Listenpfeile eingeblendet und da kann ich auch zum Beispiel von Z bis A oder von A bis Z sortieren und dann kann ich diese Daten hier weiter auswerten. Voraussetzung dafür ist, dass ich eine Beschriftungszeile habe, die sogenannte Feldnamenszeile und dann sogenannte Datensätze. Und hier habe ich jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, auch Daten zu filtern. Das heißt, ich kann sagen, ich möchte nur die badischen Weine sehen und dann habe ich in der Liste nur die badischen. Das ist eine Art von statischer Auswertung. Eine statische Auswertung wäre zum Beispiel auch unter Daten die Teilergebnisse. Dort kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt nach der Farbe gruppieren und dann eine Summe für den Wert hier hinten ausrechnen. Bestätige mit OK und dann habe ich immer nach den Roséweinen ein Zwischenergebnis, nach den Rotweinen ein Zwischenergebnis, nach den Weißweinen und ein Gesamtergebnis. Und hier seht ihr auch noch eine sogenannte Gruppierung, über die ich die verschiedenen Ergebnisdarstellungen auch umschalten kann und die Teilergebnisse dann auch wieder entfernen. Eine dynamische Auswertung wäre jetzt die sogenannte Pivot-Auswertung. Ich habe die hier mal vorbereitet, sodass ich hier zum Beispiel sagen kann, ich möchte jetzt nur die deutschen Weine sehen und dann habe ich sofort die deutschen Anbaugebiete mit den Jahrgängen
und den entsprechenden Werten und ein Gesamtergebnis. Oder ich kann sagen, ich möchte zwar alle Weine, aber ich möchte jetzt hier nur die Rotweine sehen und dann sehe ich eben aus den verschiedenen Anbaugebieten die Rotweine nach den Jahrgängen und die Gesamtergebnisse. Also das wäre eine dynamische Auswertung, weil ich sie hier über die Einstellungen dynamisch verändern kann. Ich setze die mal gerade wieder zurück. Soweit zur Datenliste und ihrer Auswertung. Da wird es demnächst auch ein ausführlicheres Video geben, vor allem darüber, wie die Struktur so einer Datenliste ist und auch welche Fehler da häufig gemacht werden, die dann dazu führen, dass bestimmte Auswertungen nicht funktionieren. Dann haben wir noch die Möglichkeit, Diagramme zu erstellen, und zwar auch wiederum statisch bzw. dynamisch, die sogenannten Pivot-Charts. Diagramme werden häufig erstellt aus Tabellen, die klassische Tabellenkalkulation sind. Also ich möchte zum Beispiel ein Diagramm haben für die Einsparungen, dann markiere ich hier die Zahlen und dann habt ihr die Möglichkeit über Einfügen und hier die verschiedenen Diagrammmöglichkeiten. Ich nehme zum Üben und Ausprobieren gerne die Taste F11, mit der wird direkt ein neues Diagramm erstellt in einem neuen Tabellenblatt. Und in dem kann ich dann Sachen ausprobieren, wie zum Beispiel die Farbe für die Säulen ändern oder ähnliche Dinge. Das wäre jetzt statisch. Wenn wir uns nochmal die Pivot-Auswertung anschauen, dann haben wir hier auch die Möglichkeit, über das Menü Einfügen, Pivot-Chart, hier eine Pivot-Chart, also ein Pivot-Diagramm auszuwählen. Ich nehme da mal ein Beispiel hier und bestätige mit OK. Und dieses Diagramm ist jetzt insofern dynamisch, ich mache das mal ganz ein bisschen größer, dass ihr es besser sehen könnt. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur die deutschen Weine anzeigen lasse, dann verändern sich ja die Werte in der Pivot-Tabelle und damit ändert sich auch entsprechend die Pivot-Chart. Außer Tabellenkalkulation, Datenlisten und Diagramme haben wir noch eine ganze Menge übergreifende Funktionen. Da gehört zum Beispiel dazu die Programmierung, in diesem Fall mit VBA, Visual Basic für Applications, dann aber auch die Gestaltung der Daten, das Zeichnen und die Zusammenarbeit. Bei der Programmierung gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Das eine wäre Aufzeichnung und das andere wäre tatsächliches Coding. Und diese Funktionen findet ihr, wenn ihr zum Beispiel mal hier schaut im Menü Ansicht, dann habt ihr hier rechts die Makros und da kann man Makros aufzeichnen bzw. anzeigen. Und beim Anzeigen, wenn man dem Makro einen Namen gibt, kann man es auch direkt erstellen und kommt dann in eine Makroprogrammierumgebung. Bei der Gestaltung der Daten haben wir natürlich die Gestaltung am Bildschirm und aber auch die Gestaltung für den Ausdruck. Das ist ja in Excel ein deutlich größerer Unterschied, als das jetzt zum Beispiel in Word oder in anderen Programmen der Fall ist. Und hier habt ihr ganz viele Funktionen unter Start, ganz normale Formatierung, dann auch mit bedingter Formatierung, aber viel auch im Menü Seitenlayout, was jetzt die Ränder, die Ausrichtung, aber zum Beispiel auch Drucktitel, also Wiederholungszeilen auf einer Seite angibt. Das ist vor allem interessant, wenn man sich so eine Datenliste anschaut und man möchte die so ausdrucken, dass die erste Zeile mit drauf ist, dann wäre das der Drucktitel. Oder zum Beispiel auch, wenn ihr die erste Zeile hier anzeigen wollt, dann wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, über das Menü Ansicht und Fenster fixieren zu arbeiten. Und wenn ihr jetzt hier blättert, dann wird diese erste Zeile am Bildschirm angezeigt, aber im Ausdruck wird sie das eben nicht. Deshalb habe ich hier in dem Beispiel unterschieden zwischen Gestaltung am Bildschirm und Ausdruck. Und dann gibt es natürlich noch eine ganze Menge Funktionen. Ich habe mal hier zwei rausgenommen, nämlich Zeichnen und Zusammenarbeit, die so klassische Office-Funktionen sind. Zum Beispiel beim Zeichnen, wenn ihr in eine Tabelle noch etwas einzeichnen wollt, dann habt ihr über Einfügen, habt ihr hier verschiedene Formen, die ihr einzeichnen könnt. Die kennt ihr vielleicht auch aus PowerPoint oder Word oder auch die Smart Art, wenn ihr hier noch was reinbringen wollt mit einer Grafik. Also das ist ganz normal klassische Microsoft Office Funktionalität.
Und da gehört natürlich inzwischen auch die Kommunikation bzw. das Überprüfen dazu, also die Möglichkeit, Kommentare einzufügen, diese Kommentare aber zum Beispiel auch als Unterhaltung zu nehmen, zum Beispiel indem ihr über Add einen Namen einfügt und dann an diesen Namen diesen Kommentar verschickt. Und hier habt ihr auch Möglichkeiten, zum Beispiel dieses Tabellenblatt zu schützen oder auch den Schutz aufzuheben. Also insofern eine ganze Menge ganz spezielle Funktionen wie Tabellenkalkulation, Datenlisten, Diagramme, aber dann auch übergreifende, die teilweise auch sehr speziell für Excel sind, die aber tatsächlich teilweise auch ganz klassisch Microsoft 365 Funktionalität sind. Ja, ich hoffe, ihr habt damit einen guten Überblick, was Excel so alles kann. Vielleicht habt ihr auch eine Idee, was euch noch mehr interessiert, wenn ihr einzelne Dinge schon kennt. Wenn ihr hier auf dem Kanal mal schaut, ihr werdet sehen, ich habe schon ein paar Dinge zum Thema Tabellenkalkulation hier veröffentlicht. Demnächst wird es noch einiges zu den Datenlisten geben. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch oder abonniert den Kanal und sagt auch gerne weiter, was es hier für Videos gibt. In die Kommentare schreibt ihr gerne auch eure Fragen. Ihr habt schon gesehen, hin und wieder beantworte ich die Fragen dann auch direkt mit einem Video. Das war's für heute. Ciao, euer Arno.